우리나라 그 청소년들, 학생들 뭐 공부 열심히 많이 하고 네. 너무 고통받고 있는 거를 보고 힘들잖아요. 독일 애들은 다 놀고 있는데. Nee. Wie findest du denn da die Eltern da in Korea? Das ist natürlich, also ich weiß nicht, ob das so normal ist, ob das immer so ist, dass Eltern so sehr dahinterher sind, dass die Kinder gute Noten Tun die alle. Für die Kinder und für den Mann und ja. Ja, das kann ich mir irgendwie so, kann ich so richtig vorstellen. Also ich weiß nicht, aber Nee. also so, ich hab jetzt, meine Eltern arbeiten halt beide und dann ist es natürlich immer so, dass man sich so selbst versucht. Ja, nur Party, Zimmer hübsch ist und Ja. Alltag Und nicht. sonst immer Jogginghose. 안녕하세요. 야네입니다. 네, 안녕하세요. 유로캔입니다. 아, 야네 오랜만이에요. 네. 코로나에 뭐 하고 지냈어요? 전 그냥 집에서 있어요. 그리고 학교 했어요. 학교 네. 비디오로 공부했어요. 네. 홈스쿨링. 홈스쿨링이야. 그래서 지금 여기 독일은 사실 지금 스키 방학이라고 원래 3월 첫째 주, 둘째 주 여기에 방학이 있어요. 2주 있는데 지금 스키를 못 가고 전부 집에 있습니다. 2주 동안. Ja, also Skiurlaubszeit. Ja, Aber, das stimmt. Leider kann man ja nicht fahren. Ne? 네. 네, 그래서 방학이라서 오늘 제가 모처럼 코리아 드라마에 대해서 얘기를 할 건데 제가 애아내한테 전화를 해서 나 이태원 클래스를 봤다. 우리 이태원 클래스에 대해서 얘기를 한번 해볼까 이랬더니 애아내가 지금 펜트하우스 봤는데 펜트하우스가 너무 재밌다고 저보고 보라고 해서 제가 봤습니다. 그래가지고 오늘 펜트하우스에 대해서 얘기를 좀 할까 하는데 제가 펜트하우스를 첫 회를 보고 이렇게 좀 놀랐어요. Aber so interessant konnte er auch nicht aufhören. Das stimmt. Mir Ja. ging's genauso. Also Ja. ich war auch am Anfang so ein bisschen so, das war ein bisschen anders, als was man sonst so kennt. Also es ist sehr viel immer Liebesdrama. Ja, genau. Aber das ist ja ein bisschen Thriller. Ein bisschen. Ja, habe ich mich eigentlich nach dem ersten Stück gesehen, auch habe mich gewundert, wieso hat sie mich das empfohlen? Das ist keine Liebesgeschichte. Und so, sonst immer so schön, nett und romantisch und so Geschichte. Aber Ja. das Penthouse ist ja ganz anderes. Was hat dir so spannend? Ich fand halt die Geschichte spannend und es war immer was anderes, weil in letzter Zeit habe ich viel K-Drama gesehen. Und ja, es war immer was Frisches, also was Neues und ja, das fand ich eigentlich ganz interessant. Und natürlich dann, wenn du dann einmal geguckt hast und dann denkst du, wer hat jetzt Minsala getötet? Wer war's? Ja, Und genau. dann guckst du weiter und dann Ja. ist man drin. Ja, wen hast du gedacht? Erstmal beim Anfang, wer hat Minsara getötet? Ich dachte immer Judante. Judante. Also, ich habe gedacht, es ist Chon So-jin. Aber stimmt, das ist auch, ja. Mal gucken, wie es dann in der zweiten Staffel weitergeht, ob sie dann wirklich Ja. war. Also erstmal koreanische Schule. Die Kinder so miteinander umgehen und da gibt es ein Opfer Mobbing. Also Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das dann so extrem ist, aber es gibt natürlich immer Mobbing. Also hier ist auch, ja ja. hier auch, es gibt, glaube ich, überall Mobbing und Ja. nicht nur in Schulen, ja auch auf der Arbeit und Ja. sowas. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so extrem ist. Ja, das ist ein bisschen extrem. Also ich glaube auch nicht alle Situationen. Das ist eben da Spezialsituation. Also wie hier anderes ist. Hier ist ja Eltern ist meistens nicht so extrem für irgendwie für die Schule und so. Ja. Wie findest du denn da die Eltern da in Korea? Das ist natürlich, also ich weiß nicht, ob das so normal ist, ob das immer so ist, dass Eltern so sehr dahinterher sind, dass die Kinder gute Noten haben. Ist es schon so? Ja, leider. So, also meine Eltern wollen natürlich auch, dass ich gute Noten habe in der Schule, aber es ist halt so, sie sagen halt, ich muss mich darum selber kümmern und halt Selbstständigkeit so wissen und dann halt lernen, dass man halt
für sich selbst halt dann weiß, dass ich jetzt lernen muss oder jetzt nicht, dass ich jetzt eine Pause brauche oder jetzt nicht. Genau, also so. Das muss man dann irgendwann selber entscheiden, wie viel man lernen möchte. Und, Ja. Ja, also in Korea leider ist so meistens bis 11, 12 in der Nacht so lernen. Ja. Vielleicht einmal, wenn man eine Klausur schreibt oder so, aber sonst schlafe ich da oder ich kann Serien oder so. Aber mein Sohn spielt morgen Klausur und heute noch spielt der Computer. Ja, so ist das hier in Deutschland. Genau, und wenn ich sage, du hast morgen Klausur. Und dann sagt er, ja, ich weiß das. Jetzt ist es schon, ich bin schon jahrelang in Deutschland und dann, was mir so wahnsinnig gestört hat, das war, dass Eltern so sagen zu Kindern, du kannst gute Note haben. Und ich mache das alles für dich. Ja. Und das war für mich ein bisschen... Also wenn du eine gute Note hast, dann kriegst du das und das oder wie man also so motivationmäßig. Ja, aber diese Motivation ist nicht so irgendwie Kleinigkeiten sondern so ungefähr, du gehörst zu mir. Okay. Sokyeong tut zu Papa, also absolut gehorsam. Aber dann, wenn sie irgendwas möchte wirklich, dann ist das Papa unterstützt. Da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, das ist ja gleich. Wir sagen also 그 아빠의 그 딸이라고. Die Mutter, also Shimsuryeon, die stand ja sehr unter dem Einfluss von Judan Tae. Also sie hat ja alles gemacht, was er wollte. Also genau, also ich glaube, das ist normal. Wenn die Mutter zu Hause ist, schon tun die alle für die Kinder und für den Mann und ja. Ja, das kann ich mir irgendwie so richtig vorstellen. Also ich weiß nicht, aber also so, ich habe jetzt, meine Eltern arbeiten halt beide und dann ist es natürlich immer so, dass man sich so selbst versorgen muss oder beziehungsweise alle kochen oder man gegenseitig füreinander kocht. Ja. Aber so nicht so, nur dass einer die Arbeit hat irgendwie für den ganzen Haushalt. Das ist dann ja so ein bisschen anders als bei Oyuni. Also weil die ist ja die arbeitet ja, aber unterstützt ja ihre Tochter sehr. Also so in allem, was sie tut, obwohl sie nicht so viel Geld hat. Ich fand das am Anfang eigentlich ganz gut, aber irgendwann fand ich das auch sehr extrem, wie sie sich um ihre Tochter gekümmert. Also sie hat ja alles gemacht, damit ihre Tochter das bekommt, obwohl sie halt nicht diese Möglichkeiten hatte, Geld zu benutzen. Also das war irgendwann auch krass. Ja, das ist normal in Korea. Ja, das ist typisch. Okay. Also die Eltern selbst benutzen nicht das Geld und dann also nur für die Kinder. Ach, ganz viele. Echt? Wenn das Geld knapp ist, dann erst für das Kind. Ja, okay. Das für die ist Schule ja auch, und so. Ja, ist ja richtig. Achso, muss man die Schule bezahlen in Korea? Aber ich meine, für das Kind heißt es so, für die diesem Privatschule und dann alles. Also das gehen die auch extra nochmal nach der Schule. Okay, also zum Privatschule, so Hagwon. Hagwon, genau. Hagwon. Okay. Ja, das hat man hier ja auch nach Hilfe, aber da geht man nicht so wirklich. Also, genau. Also es ist halt, wenn man einfach Probleme hat, geht man dahin, aber genau. Nicht so zu jedem Fach. Das ist so. Eben, das ist ein Unterschied. Aber in Korea ist so, wenn die gut sind, noch zu besser werden. Okay. Schlechte sind natürlich zu besser werden. Ja. Also beide. Okay, das ist so ständig. Okay. Also ich weiß nicht, ob ich das dann so richtig finde, so ein Bewertungssystem, weil es kann ja auch so zu Mobbing führen, so, du bist Letzter auf der Rangliste oder du bist Erster, du bist ja voll der Streber. 등수를 없애야 돼요, 진짜. 등수가 있어서 이렇게 그게 모빙 그 애들 따돌림 당한다고 맞는 얘기야. Die Erwachsenen und die Kinder sich so geähnelt haben in das, was sie tun, halt, sie haben alle immer irgendwie so hinter dem Rücken den anderen verraten und so. Also so zum Beispiel Sokyeong hat sich ja immer gegen Ha Eun-byeol mochte sie ja die ganze Zeit nicht, aber dann haben sie sich beide zusammengetan, um dann Perona zu mobben, sag ich jetzt mal. Und so war das ja auch so ähnlich so wie bei den Erwachsenen. So, die haben ja auch sich immer gegenseitig belogen und betrogen. Und das ging ja eigentlich nur, das ganze Drama ist ja darauf aufgebaut, dass sie sich alle belügen.
wahrscheinlich, da ja extrem die Reiche sind da. Also sind nicht normale Leute eben. Ja, genau. Da, von dem Kinder, von dem großen Firmen, wirklich Reiche. Und die machen... Wie heißt das? Cebol? Nein. Cebol. Ja, ist richtig, Cebol. Cebol. Und dann Cebol Ise. Die Kinder von den Cebol. Okay, und die haben so, Kapzil nennen wir. Kapzil heißt, genau wie die Kinder da gemacht, hier, die Hauenböll oder die Sokyeong und so gemacht haben. Da tatsächlich gibt es. Aber ist ein normaler Bürger? Ich glaube das nicht. Das der Kuhodong Rogondi war da. Also so war toll. Stimmt. Ja, fand ich ganz witzig, weil ich habe den am Anfang gar nicht erkannt. Also als sie dann irgendwie, glaube ich, das gezeigt hatten, dass das der Bruder ist, ich war so, das ist doch nicht derselbe. Also wach wegen den Zähnen, die er dann immer drin hatte. Das habe ich gar nicht verstanden. Also so gar nicht gesehen, als er sich dann so die Verkleidung abgelegt hat. Ich war so, oh, der ist das. Ja. Aber was gut ist, der Kuhodong, der Berona, der runterfallen. Und das hat, das war toll, oder? Ja, das war klar, ja. Und auch er hatte da mit dem Slipper. Ja. Stimmt. Ein Slipper und dann mit Jogginghose. Und dann, das war gut. Ja, stimmt. Das ist halt, glaube ich, die erste Szene, wo er aufgetreten ist. Genau. Ja, das war schon krass. Ja, das war auch gut. Ja. Ich finde, dass dann siehst du so ein bisschen die Love Story von Sokyeon und Perona. Ach, das so war ein gut. Bisschen, das ist so ein bisschen was Frisches hat das in die Serie gebracht, weil das so ein bisschen sowas ist, worauf man gefiebert hat. Genau. Natürlich. Genau, das war immer so ein bisschen, nur Ärger und so. Ja. Und das war schon gut, ja. Und dann auch da Kuodong und Logon, die Geschichte war auch gut. Ja, stimmt. Ja, das ist auch in der zweiten Staffel, die hat ja jetzt schon angefangen, habe ich auch schon ein bisschen angefangen. Hat angefangen? Ja. Oh, schon. Oh, da muss ich auch gucken. Ich darf ja nichts spoilern. Okay. Das war ich auch. Ja, auf jeden Fall hat es auch mal wieder mit dem Mord begangen, ne? Oha. Ja. Weißt du heute, warum ich so angezogen bin? Da ist für Deutschland ein bisschen zu viel, too much, ja. Das ist nur für Party oder hier durchsichtig und so. Aber ich habe extra heute so angezogen, weil da hier die Herrenpolice, die Leute immer schön angezogen. Immer. Das war gut für mich zum Beispiel, weil hier in Deutschland ist ja nur Party, Zimmer hübsch ist und Alltag nicht. Und sonst immer Jogginghose. Jeanshose und T-Shirts und so. Ja. Wenn man sich schick macht, das ist dann immer so, oh, gehst du irgendwo hin? Genau, oder gehst du auf eine Party, auf eine Feier oder so. Ja, das hat man ja nicht so oft. Aber in Korea ist so normalerweise immer so schick immer geschminkt auch, ne? Genau, immer schick. Ja, das ist eigentlich voll schön, weil man macht sich ja auch gerne schick, also wenn man rausgeht. Und das ist irgendwie hier, wenn man sich schick macht, so, oh, du siehst ja heute ganz anders aus, geschminkt, das ist ja was Besonderes. Genau. Also, weiß ich, letztes Mal dann ist er so in Korea war auf der Straße, alle schön hübsch angezogen. So wie alle überall irgendwie Geburtstagparty eingeladen und so sieht aus. Aber das hat doch so gut gefühlt. Ach, so schick, schön. Ja. Aber ich gefühlt, Ja, das glaube ich. Also so. Es ist ein echt schönes Gefühl eigentlich, wenn sich alle eigentlich, glaube ich, schick machen und halt sich auch pflegen. Also es ist ja eigentlich ein schönes Zeichen. Und hier manchmal, wenn man auf der Straße geht, dann kommt Jogginghose, also so Trainingsanzug und dann fettige Haare, kein Make-up oder so. Genau. Das ist Lernen wichtig, aber natürlich ist auch so das private Leben wichtig und dass man sich mit seinen Freunden trifft. Und ich meine, man ist ja nur einmal so jung, ne? Und man hat nur einmal so viel Zeit, weil danach geht man studieren oder arbeiten und dann hat man einfach nicht mehr so viel Zeit für sich selbst oder für seine Freunde, weil man die ganze Zeit im Büro ist und mit seinen Kollegen. Und ich denke später, was hast du gemacht in deiner Jugend, außer zu lernen? Und jetzt, ich finde das eigentlich wichtig, dass man sich halt auch einfach mal auf Partys irgendwie Spaß hat oder einfach zusammen mit Freunden irgendwas macht. Und ich glaube, natürlich macht man das ja in Korea auch, die treffen sich ja auch viel. Aber es ist einfach nicht so die
First Priority ist, so Ja. immer nur zu lernen und Ja. gute Noten. Klar ist das wichtig, aber es gibt auch noch andere wichtige Dinge im Leben, glaube ich. Also jetzt so vor dem Corona, war es auch dann so Party und so? Ja, also in Deutschland fängt es ja schon früh an mit Partys. Ja. Und dann trinkt ihr dann also ganz normal Bier und das ist okay, Wein. Ja. Also ab 16 erlaubt? Ja, genau, ab 16 ist es erlaubt. Natürlich fangen Gesetzlich, viele schon vorher Davor. an. Und auch, man hält sich natürlich auch nicht so ganz an nur Bier und nur Wein, sondern ist halt auch mal was Härteres dabei. Genau, sag ich jetzt. Wodka haben wir ja gehört. Wodka oder Rum oder so. Aber Aber das Eltern wissen und dann das alles erlaubt dann, ja. also solange zum Beispiel, wenn ich jetzt auf einer Party bin, dann ist es meinen Eltern wichtig, dass ich nach Hause gebracht werde, dass ich dann nicht alleine gehe. Und ja, das ist halt dann da so ein gewisses Vertrauen einfach zwischen uns. Ja, genau. Ja, also in Korea würde und soll ja Party gehen und trinken, dann würden wir sagen, ja, das machen die nur die nicht gute Schule, also aber hier ist ja generell machen Ja, bei uns die ja machen das alle. Auch die ja. guten Schüler. Genau. Alle. Also ich gebe auch meinen Sohn da, wenn wir mal Urlaubsort, dann ein Glas Wein und trinkt er auch. Ja. Aber zu Hause trinkt er nicht. Ja, wir auch nicht. Also so mit den Eltern zu trinken ist auch ein bisschen komisch. Aber ja, zu Weihnachten oder so machen wir das. Ja, auch. genau. Oder auf Geburtstag. Geburtstag dann ein Glas Champagner, dann trinken wir. Ja, genau. Ja, genau. Nächstes Mal, wenn zweite Staffelende, dann sprechen wir nochmal darüber Penthouse, ne? Ja. Und es gibt auch noch eine dritte Staffel dann irgendwann. Habe ich schon gehört. Die gibt's dann, 그럼 다음에 펜트하우스 두 번째 스타프를 보면 또 오겠습니다. 인사 한 번에. 구독, 좋아요. 그리고 알람 알람 설정. 오, 고맙습니다. 나 시키지도 않았는데 이런 걸 해, 민망하게. 감사합니다. 네. 네. 다음에 봐요.